Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikvideo von 9FF aus Dortmund. Wir haben uns heute ein Thema ausgedacht, was in letzter Zeit bei uns in der Werkstatt immer öfter auftaucht, nämlich kaputte Serienmotoren 996 Turbo, 997 Turbo, 991 Turbo. Und der Grund ist eigentlich immer der gleiche, weil es handelt sich immer um Serienmotoren, auch nicht um Autos, die hier schon mal gemacht wurden, sondern einfach um Anfragen von Kunden, die es dann bei Porsche nicht reparieren lassen wollen, weil es ihnen einfach zu teuer ist, mit abgerissenen Pleueln, mit kein Öldruck mehr, mit qualmt aus dem Auspuff und so weiter. Und letztendlich nach Überprüfung der Autos kommt es eigentlich fast immer auf die gleiche Schadenursache zurück, nämlich Serienmotor mit viel zu viel Elektronikveränderung, also Umprogrammierung, komplett überlastet. Und da haben wir inzwischen einen riesen Fundus an Teilen, da wollen wir mal ein bisschen was vorführen und einfach mal erklären, wie es zu den Schäden kommt und dass das scheinbar zurzeit ein Trend ist auf Basis von Serienmotoren. Es gibt ja diverse Mitbewerber, die werben ja ganz besonders mit unglaublichen Leistungen auf Serienmotoren, dass das echt gefährlich sein kann und auch richtig teuer wird, weil, seht ihr noch nicht, aber da drüben im Bild neben mir, auf meinem Tisch hier, den kennt ihr ja schon gut, liegt ein Motorblock, da liegen Ölpumpen und Kolben und Pleuel und Zylinder, alles Schrott, alles durch verkehrte Programmierung, durch komplett übertrieben auf Basis Serienmotor. Wie ihr wisst, bei Serienmotoren setzen wir ganz klar eine Grenze und man muss auch ehrlich sagen, ich programmiere ja nun auch die Motoren selber. Das Schwierigste am Programmieren, oder nicht das Schwierigste, sondern das, was einem am schwersten fällt, ist, dass man sich selber begrenzen muss. Also man kann jetzt nicht sagen, Mensch geil, 997 Turbo, erste Serie, ultra kleiner VTG, da mache ich jetzt mal richtig Ladedruck drauf mit Serie. Da kann ich bei 3000 Umdrehungen 2 Bar Ladedruck draufballern, dann habe ich 1200 Newtonmeter, dann explodiert sofort alles. Schön, dass man das machen kann, sollte man aber nicht tun. Und das ist ein bisschen schwierig, sich da im Zaum zu halten und vielleicht kann das dann nicht jeder. Und deshalb eben die Schäden. So, dann würde ich jetzt mal sagen, nein, ich fange mal anders an. Wenn man was verkehrt programmiert, verkehrt ist ja auch nicht richtig, wenn man es übertreibt beim Programmieren, hat man ja so ein paar Kenndaten, auf die es eben drauf ankommt. Das ist das Gemisch, ob das passt. Gemisch heißt, wie viel Benzin spritze ich ein, zu wie viel Luft. Wenn mehr Ladedruck ist, habe ich auch mehr Luft, also muss ich mehr einspritzen. Wie viel gibt die Benzinanlage her? Kann die das überhaupt dann hinterher noch mit dem Druck, der da vorgesehen ist, mit den Düsen, mit der Benzinpumpe? Wenn es viel zu mager wird, wird es viel zu heiß. So, also habe ich schon mal eine Sache, wo ich ganz viel verkehrt machen kann. Dann habe ich als nächstes die Zündung, der Zündzeitpunkt. Je früher ich den vor OT lege, desto mehr Leistung hat der Motor. Was eigentlich auch eine tolle Sache ist, solange das Gemisch noch verbrennt. Also das, was in den Motor reinkommt, unser Luft-Benzin-Gemisch, soll ja brennen. Das heißt, die Zündkerze entzündet in der Mitte und dann brennt das nach außen durch. Da brennt zwar unglaublich schnell, 8000 Meter pro Sekunde, um mal so eine Zahl zu nennen. Also schon unglaublich schnell, aber es sollte nicht explodieren. Eine Explosion ist noch viel, viel schneller und viel unkontrollierter und nicht mit gleichmäßiger Entfaltung und Kraft, sondern BAM! So, und das ist genau das Klopfen. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Zündzeitpunkt viel zu früh wähle, kann es zu klopfender Verbrennung kommen. Das erzeugt eben die klopfende Verbrennung ist eine Explosion. Die Explosion erzeugt Druckspitzen, Material kann kaputt gehen, ob es Kolben sind, Zylinder, es kann überhitzen, genauso wie mit dem Benzin. Und es geht wieder kaputt. Also wieder eine Ursache, was sein kann. Oder ich mache eben den Ladedruck viel zu hoch. Wenn der viel zu hoch ist, brauche ich viel zu viel Benzin. Der ganze Druck oberhalb des Kolbens wird viel zu hoch, weil durch Druck auf den Kolben erzeuge ich ja im Prinzip Drehmoment und Leistung. Das heißt, je mehr Druck oberhalb des Kolbens ist, desto schneller werde ich dann letztendlich irgendwie. Wenn aber die Teile, die unterhalb des Kolbens sind, nämlich Pleuel und Kurbelwelle und alles, gar nicht dafür ausgelegt sind für so einen hohen Druck, dann verbiegt alles, im besten Falle, dann geht es ja noch nicht kaputt, dann ist es einfach nur krumm. Oder es verbiegt so doll, dass es abreißt, dann wird es ganz teuer. Ja. Oder es beschädigt einfach nur die Kurbelwelle, die Lager, ich kriege einen Lagerschaden, eventuell blockiert das Pleuel auf der Kurbelwelle und so weiter.
Ja, jetzt habe ich so ein paar unterschiedliche Sachen gesagt, die man alle verkehrt machen kann. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele mehr. Es gibt auch so Spezialisten beim Programmieren, die dann einfach mal die Klopfregelung ausschalten, weil der Motor hat 2 Klopfsensoren, zumindest bei uns bei den 906, 907 Turbo und bei 991 Turbos und so weiter pro Zylinderbank ein. Das nennt sich zylinderselektive Klopferkennung. Der eine Sensor kann erkennen, welcher Zylinder klopft. Das heißt, die Verbrennung nicht gut ist und dann wird der Zündwinkel reduziert, um das zu reduzieren und diverses anderes auch alles. Wenn man das alles ausschaltet, dann fährt das Auto immer mit ganz früher Zündung, hat immer ganz tolle Leistung, alles super, solange bis die Kolben geschmolzen sind und alles Schrott ist. Gibt es auch. Was gibt es noch für Fehler? Temperaturerkennung, die abgeschaltet werden, Abgasregelung, die abgeschaltet wird, also Abgastemperaturerkennung und Regelung, die abgeschaltet wird. Das heißt, die Abgastemperatur sollte normalerweise irgendwo deutlich unter 1000 Grad liegen, auch in Volllast und langer Volllast und draußen warm und viel Ladedruck und alles. Wenn man das aber einfach abschaltet, dann kann das auch durchaus sein, dass die dann mal 1100 Grad wird. Und dann fängt an, die Turbine zu schmilzen oder der Krümmer reißt einfach durch oder die Auslassventile verbrennen oder die Sitze gehen kaputt. Alles, was quasi direkt in dem heißen Abgasstrom drin ist, der dann irgendwie 1150 Grad hat, geht eben kaputt, weil es nicht dafür ausgelegt ist und die Materialien können das einfach nicht. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt zeige ich mal ein paar unterschiedliche Sachen. Wir fangen einfach mal an. Ich habe eben gesagt, wenn der Druck auf dem Kolben oben zu groß wird, wird darunter irgendwas kaputt gehen. Ich habe mal ein paar unterschiedliche Pleuel hier. Wir fangen mal an mit einem 997 Pleuel Turbo, wie es original aussieht. Habe ich, glaube ich, in irgendeinem anderen Video zu Pleueln und zu Motorverstärkung schon mal gezeigt. Also man sieht, ganz gerade. Hier oben sitzt der Kolben drauf, hier unten ist die Kurbelwelle und das ganze Teil macht immer, ich zeige es mal lieber so eine Bewegung, damit der Kolben rauf und runter gehen kann. So. Druck hier oben drauf zu groß, ist klar, hier ist nicht besonders viel Material. Passiert dann sowas. Sieht schon irgendwie komisch aus. Ist sogar in der Richtung krumm. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es hat also in der Richtung ein schönes S, hat sich sogar so auch noch verdreht und ist in der Richtung natürlich total krumm. Was man auch noch ganz schön erkennen kann, hier hat er sogar schon bei der Drehbewegung an der Kurbelwelle geschliffen. Also das Ding war mal ultra kurz vorab, war ein Auto, war gar nicht so scheiße programmiert, haben wir hinterher ausgelesen. Der fing mit 1,4 Bar an, so in mittleren Drehzahlen, ging dann aber rauf bis auf 1,9 Bar, kurz vor Enddrehzahl, komplett Flammenrohr und etwas größere VTG-Lader. Ja, der Kunde hat noch mal Glück gehabt, das haben wir früh genug aufgemacht, da ist der Block zum Glück noch heile geblieben. Und dann habe ich hier noch eins, was das? Dieses hier hat einfach nur einen S-Knick, aber was bei dem ganz interessant ist, es hat also diesen S-Knick drin, dass der Kolbenbolzen nicht mehr parallel dazu ist, sondern der hat sich schon so verkantet. Das heißt, der Kolben würde gar nicht mehr gerade im Zylinder rauf und runter laufen können, sondern der sitzt inzwischen schon schräg und läuft so. Das heißt, riesengroßer Verschleiß, ganz große Gefahr mit Kolbenfresser. Ja, und das Ganze betrifft eben nicht nur 997s, sondern das hier zum Beispiel ist ein 991 Turbo gewesen. Genau das gleiche. Auch krumm. Und bei dem auch wieder in alle Richtungen total krumm. Bei dem sogar noch größeres Problem, weil man sieht, die Länge ist anders. Und ganz klar, je länger, desto schwieriger das Ganze gerade zu behalten, als bei dem etwas kürzeren 997 Turbo Pleuel. Das heißt, das neigt auch sehr schnell und auch sehr schlagartig dazu, direkt krumm zu werden. Und wenn ich mir jetzt dieses Pleuel angucke, der nächste Schritt dazu wäre im Prinzip das hier. Pleuel abgerissen. Ja. Kolben ist noch dran, ist komplett abgerissen. Das Stück hier unten drin ist noch die Lagerschale, hat sich verschweißt mit dem Stahlpleuel, ist an der Stelle hier abgerissen, war wahrscheinlich so krumm, Lagerschaden auf der Kurbelwelle festgeschweißt, abgerissen. So, ist dann hier noch
in den Kolben eingeschlagen, weil es sich ganz wild da drin hin und her bewegt hat. Hat alles Mögliche am Kolben kaputt gemacht. Und wie man auf der Oberseite des Kolbens ganz gut sehen kann, man sieht hier die hellen Rillen. Der Rest ist ganz schwarz. Eigentlich ist alles schwarz. Die silbernen Abdrücke kommen davon. Der Kolben ist, weil er war ja unten nicht mehr an der Kurbelwelle fest, gegen den Zylinderkopf geschlagen und ist da so doll gegengeschlagen, dass es eben Abdrücke am Kolben gegeben hat. Ja, so haben wir das Ding zerlegt. War auch nicht ganz einfach. Und dann gibt es noch einen, der ist auch ähnlich. Das ist dann dieses Monstrum. So sieht man es vielleicht am besten. Pleuel auch abgerissen, aber mal an einer anderen Stelle. Nämlich quasi, wie wäre es? So wäre es eigentlich mal gewesen. Also genau in der Mitte abgerissen. Ja, und so haben wir das Ganze dann ausgebaut. Das heißt, das Ganze hat sich so doll verkantet im Motor, Kolben komplett zerlegt, irgendwo in den Motorraum geflogen, die Reste hingen hiervon noch an der Kurbelwelle. Naja. Und man kann sich leicht vorstellen, dass dann bei Zylindern und Motorblock und allem nicht mehr viel überbleibt. Den haben wir auch gehabt. So, was erschwerend noch dazu kommt, wenn sich das ganze Ding dreht, ist bei 3 Zylindern unterhalb die Ölpumpe. Da ist sie. So in etwa dreht sich das Ganze da immer so dran vorbei. Die hat auf der Oberseite Auskerbung, da wo die Pleuel durchlaufen, wenn sie sich drehen. Wenn jetzt aber so ein Pleuel abreißt, läuft das nicht mehr so dran vorbei, sondern kann es auch sein, dass es so irgendwie da vorbeikommt, weil es hier abgerissen ist. Da vorbei, da abgerissen. Das heißt, die Ölpumpe wird direkt als nächstes durchschlagen. Ölpumpe durchschlagen heißt kein Öldruck mehr. Kein Öldruck heißt Lagerschaden. Da haben wir nicht nur ein abgerissenes Pleuel und womöglich ein Loch im Block, sondern dann ist innerhalb von ein paar Sekunden auch noch die Lager im Arsch und gar nichts geht mehr. Totaler Motorschaden, kann man dann von so einem ganzen Ding vielleicht noch ein paar Nockenwellen oder irgendwas verwenden und der Rest ist alles reif, um mit dem Panzer drüber zu fahren. Ja, ich habe hier nochmal ein Teil, das ist hier wieder das erste Teil, da sieht man es auch ganz schön, da ist das Pleuel noch viel stärker draufgeschlagen. Also wir haben einen riesen Fundus von Teilen, wo was abgerissen ist und so weiter und so weiter. Ja. So, jetzt haben wir im Prinzip das Thema zu viel Druck auf dem Kolben durch. Was wir noch nicht besprochen haben, nur vorhin angerissen, ist das Thema klopfende Verbrennung. Klopfende Verbrennung haben wir auch wieder sehr schöne Teile. Ich habe ja gesagt, wenn es klopft, ist normalerweise, wenn zu wenig Sprit da ist, weil die Benzinanlage zu klein ist, weil es verkehrt programmiert wurde oder weil der Zündwinkel viel zu früh gelegt wurde. So, und da haben wir jetzt in letzter Zeit, gerade mit den Aluzylinder-Fahrzeugen, also 996 Turbo, 997 Turbo in Serie, oft das Phänomen, dass dann auf mal das ganz hell aus dem Auspuff qualmt, weil nämlich auch mal ganz viel Wasser in den Motor kommt. Dann denkt man immer, ja klar, Kopfdichtung kaputt. Nix Kopfdichtung kaputt. Zylinderwand durchgebrannt. Vielleicht sieht man es hier, ich weiß nicht, ob man es dahinter auch hell durchsieht oder nicht. Jedenfalls, da ist, von außen sieht man nur einen ganz kleinen Riss, da ist er. Und da drin sieht man die ganzen Ablösungen. Komplett weggeklingelt. Und so sieht der passende Kolben dazu aus, der dann da drin mal lief. Und zwar natürlich, ja, wie soll ich jetzt zeigen, wenn da der Schaden ist, auch mit der Schadenfläche dazu. So war er da mal drin. Ging auch kaum noch auseinander. Aber man sieht schön, da sind 2 Löcher, hier sind 2 Löcher, das passt alles gut zusammen. Komplett tot geklingelt das Auto und entsprechend aufwendig war die Reparatur. So. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass alleine so ein Teil hier, so eine Kombination, kostet inzwischen bei Porsche fast 1800 Euro, einer. Die Teile, die sich ablösen, verteilen sich aber immer im Motor. Das heißt, eigentlich alle Kolben haben hinterher solche Riefen. Das heißt, wiederum 6 mal 1800, über 10.000. Nur für Kolben und Zylinder, weil einer Scheiße programmiert hat. Wenn die kaputt ist, die Pumpe an sich geht, 1200, 1300 Euro, ist jetzt nicht die Welt. Aber Lagerschaden und Kurbelwelle kostet 8.000, ist mal wieder bei 10.000 Euro. Satz Pleuel, auch kein Problem. Nur wenn das Ganze dann so aussieht, habe ich wieder das Problem, 6 mal Kolben Zylinder plus noch ein Satz Pleuel.
Und wenn ich ganz viel Pech habe, Matti, du musst mal drehen. Das ist ein Motorblock, Innenseite, hochkant. Hier ist die Kurbelwelle drin. So laufen die Kolben und die anderen zur anderen Seite. Und wenn ich jetzt da drin, also so würde das Ganze im Prinzip aussehen. So würde der Kolben arbeiten, so dreht sich da drin die Kurbelwelle. Wenn das Ganze jetzt abreißt, sieht es danach aus wie hier. Erkennt man das, Matti? Kriegst du das hin? Das heißt, das Ende vom Pleuel zerschlägt da drin alles. Kann man sich vorstellen, Motorblock, teuerste Teil vom ganzen Motor. Bin ich auch richtig? Ja, kann man wohl sagen, als Einzelteil. Das Ding muss neu. Ölkanal durch, Ölspritzdüsen im Arsch. Logisch keine Festigkeit mehr drin. Und das noch einer, bei dem es noch geht. Wir haben Blöcke. Doch, hier. Hallo? Ich kann hier von außen durchgreifen. Ein Riesenloch drin. Ich drehe den mal um. Da ist es. Gehört da nicht hin. Das heißt, da guckte mal irgendwann mal in etwa so das Pleuel raus. Und deshalb haben wir ja schon mehrfach scherzhaft gesagt, dass wenn man es übertreibt, ja, dann fliegen die Kolben raus. Genauso ist es fast. Letztendlich will ich eigentlich nur darauf hinaus, ein Serienmotor ist ein Serienmotor und ein getunter, abgegradeter Motor mit anderen Innereien ist eben eine ganz andere Welt. Man darf es auf keinen Fall mit seinen Programmierungen und Turboladern, die man vielleicht dran wechselt und sonstigen Umbauten übertreiben, weil es macht wenig Sinn, den Originalmotor zu sprengen, weil dann wird es richtig teuer. Da macht es eher Sinn, wenn man schon so viel Leistung fahren will, den Motor gleich zu verstärken. Da haben wir nur alle Maßnahmen für alle Motoren, was man machen kann. Oder man hält sich ein bisschen im Zaum und sagt, Serienmotor ist Serienmotor. Der kann eben nur Drehmoment X, hat gar nicht so viel mit der Leistung zu tun, sondern hauptsächlich mit dem Drehmoment. Und wenn das Auto dann vielleicht 3/10 langsamer ist von 100 auf 200, dann ist er zwar langsamer als irgendeins eines Mitbewerbers, dann ist er natürlich sehr ärgerlich. Andersrum, sehr schön, wenn es auch noch 100.000 Kilometer noch fährt und nicht nach 500 nicht mehr. Wollte ich eigentlich nur mal so zu bedenken geben. Aber wir haben doch immer wieder Mitbewerber, die uns anschreiben und sagen, und wir machen jetzt ein Battle mit Serienmotoren. Da sage ich generell, das kannst du schön alleine betteln, bis er kaputt ist. Das ist überhaupt nicht unsere Zielgruppe. Wir wollen Autos, die ewig halten, wo wir keinen Stress mit haben. Und wenn wir 2/10 langsamer sind, sind wir das. Aber wir halten. So, und das war eigentlich mein Resümee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und natürlich auch wieder Anregungen, neue Videos, sind wir immer offen für und freuen uns da schon drauf. Und in diesem Sinne, bis bald wieder. Macht's gut. Ciao. Also letztendlich, Matti, was ist los hier? Muss ich auch so machen? Oder?